Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute gibt es bei mir die leckerste und einfachste Beilage der Welt. Wir machen heute ein köstliches Kartoffelpüree. Und ich verrate euch heute nämlich mein Geheimnis, wie ihr ein richtig gutes Kartoffelpüree hinbekommt. Also, das weder klebrig noch kleistrig, flüssig oder sonst irgendwie wird, sondern richtig schön cremig und lecker. Denn so ein gutes Kartoffelpüree sollte nämlich fein und samtig sein und eine lockere und formbare Struktur haben. Dann ist es nämlich perfekt. So, und da gibt es auch schon ein paar Tricks und wie ihr das hinbekommt, das zeige ich euch jetzt. Los geht's! Für unser cremiges Kartoffelpüree brauchen wir 125 Gramm kalte Butter, 300 Milliliter Milch, 1 Kilo Kartoffeln, Salz und eine Muskatnuss. Was wir auch noch brauchen, ist diese charmante Küchenhelferin, die flotte Lotte. Für ein wirklich gutes Kartoffelpüree gehört zunächst einmal die Auswahl an Kartoffeln. Sie sollten nämlich vorwiegend gleich groß sein und am besten mehlig kochend. Also deswegen gleich groß, damit sie auch gleichzeitig gar werden. Und die mehlig kochenden eignen sich perfekt für ein Püree, weil sie mehr Stärke enthalten und dadurch auch besser schmecken. Wir schälen jetzt mal die Kartoffeln. Und damit sie nicht braun werden, gebe ich sie gleich in einen Topf mit Wasser. Wichtig ist auch, dass die Kartoffeln nicht in kleine Stücke geschnitten werden, da sie sonst viel an Geschmack verlieren und zu wässrig werden. Da Kartoffeln grundsätzlich viel Salz vertragen, gibt es eine kleine Regel. Auf 1 Liter Wasser kommt etwa 10 Gramm grobes Salz und die Kartoffeln sollten 2 bis 3 Zentimeter mit Wasser bedeckt sein. Ich habe hier einen Topf, den habe ich mit 2,5 Liter Wasser aufgefüllt. Demnach brauchen wir 25 Gramm Salz und die wiege ich mir jetzt ab. Wie ihr seht, sind alle Kartoffeln gleich groß. So, wir stellen den Topf jetzt auf den Herd und geben auch gleich schon das Salz hinein. Den Deckel drauf, so geht es auch schneller. Je nach Größe und Sorte der Kartoffeln kochen wir sie jetzt 25 Minuten, bis sie weich sind. Die Kartoffeln sind jetzt nach 25 Minuten gar und wir können nun das Wasser abgießen. Während wir die Kartoffeln kurz ausdampfen lassen, bringen wir die Milch nun zum Kochen. Die Milch ist jetzt heiß genug. Ich stelle den Topf mal beiseite, gebe auch den Deckel drauf, damit sie auch schön heiß bleibt. Nun kümmern wir uns um die Kartoffeln. Jetzt kommt nämlich die flotte Lotte ins Spiel und wir geben die heißen Kartoffeln hier direkt hinein. Statt ein Passiergerät könnt ihr natürlich auch einen Kartoffelstampfer verwenden. Aber wenn ihr ein besonders cremiges Kartoffelpüree möchtet, dann leistet diese flotte Lotte schon tolle Arbeit. Allerdings unter keinen Umständen einen Stabmixer für das Pürieren verwenden, da man ansonsten einen Kartoffelleim bekommt. Also entweder einen klassischen Kartoffelstampfer oder dieses feine Gerät hier. Das ging aber flott. Und das kommt jetzt auch noch hinein. Nachdem ich die Kartoffeln passiert habe, füge ich jetzt die kalte Butter hinzu. So, und mit einem Holzlöffel arbeite ich die Butter jetzt kräftig in die Kartoffeln ein. Ich stelle den Topf zurück auf die warme Herdplatte und gieße jetzt nach und nach die heiße Milch hinzu. Und genau das ist jetzt schon das Geheimnis, nämlich die richtig kalte Butter in Kombination mit heißer Milch. Dabei die Milch nicht auf einmal hineingeben, sondern immer nur ein wenig und wieder mit dem Holzlöffel einarbeiten, bis wir die gewünschte Konsistenz erhalten. Was natürlich nicht fehlen darf in einem Kartoffelpüree, ist ein bisschen Muskatnuss und die reiben wir direkt darüber. Wieder etwas Milch und weiter rühren.
Noch mit Salz abschmecken und den Rest der Milch hineingeben. Und wer es jetzt noch cremiger haben möchte, kann das Kartoffelpüree jetzt nochmals durch ein feines Sieb geben. Dann ist es so richtig samtig. Ich nehme hier eine Teigkarte und spachtel das Kartoffelpüree auf mein feines Sieb und passiere es. Das sieht super cremig aus. Und jetzt können wir endlich servieren. Für alle Kartoffelpüree-Liebhaber nun mit einer Winkelpalette noch schön in Form bringen. Ich hoffe, mein Video hat euch Spaß und Appetit gemacht auf ein leckeres Kartoffelpüree. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like von euch freuen. Übrigens habe ich dieses cremige Kartoffelpüree zu meinem Rindergulasch serviert und es ist super gut angekommen. Ein richtig leckeres Sonntagsessen für die ganze Familie. Das Video für meinen Gulasch verlinke ich euch gern da oben. Macht es unbedingt nach und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Also, wenn ihr meine kulinarischen Leckerbissen nicht verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen, teilt das Video vielleicht auch mit euren Freunden, wenn ihr Lust habt. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Rita.